Okay, moin, ich bin Timon, das hier ist Merle. Hallo. Kennen Sie vielleicht schon aus anderen Videos von mir. Schön, dass du nochmal mitspielst. Merle. Ich bringe euch heute einen Trick bei, den könnt ihr selbst bei euren Freunden benutzen. Und zwar ist es ein Trick, der auf sogenannter idiomotorischer Bewegung basiert. Merle, ich zeige es dir erstmal, ich würde es erstmal demonstrieren. Das ist ein Pendel, ihr könnt es selbst zu Hause natürlich bauen, einfach eine Kette nehmen, Gewicht dranhängen, könnte auch eine Schnur sein mit einer Münze oder einem Ring dran. Nimmst das Pendel gleich einmal und hältst es, ein bisschen windig, aber hältst es so still wie möglich. Okay, ja, perfekt. Und jetzt stell dir bitte vor, dass es von vorne nach hinten schwingt. Stell dir die Bewegung vor und stell dir vor, wie die Bewegung immer größer wird. Sehr gut. Und dann wirst du jetzt sehen können, dass da eine kleine Bewegung reinkommt. Stell dir vor, dass die Bewegung immer größer wird und dass es immer weiter von vorne nach hinten schwingt. Okay, mega. Und jetzt stell dir bitte vor, dass die Bewegung statt von vorne nach hinten anfängt im Kreis zu schwingen. Stellst dir vor. Und du kannst sehen, dass es anfängt im Kreis zu schwingen. Ja. Stell dir vor, dass die Kreisbewegung immer größer wird. Perfekt. Okay. Und du kannst es einmal ablegen. Was du hier siehst, ist idiomotorische Bewegung. Idiomotorische Bewegung ist der Prozess, dass wenn du an eine Bewegung denkst, alle Muskeln, die du für die Bewegung brauchst, bereit gemacht werden. Wenn du also an einen Golfschwung denkst, werden alle Muskeln, die du dafür bräuchtest, bereit gemacht. Das resultiert in einer Mikrobewegung, die sich eben beim Pendel darin äußert, dass das Pendel anfängt zu schwingen. Passiert unbewusst. Viele Menschen glauben, dass ein Pendel was mit Geistern zu tun hätte oder dass sie da irgendwie mit der Geisterwelt kommunizieren könnten. Das ist nicht der Fall. Das kannst du benutzen, um zum Beispiel eine Karte zu finden oder herauszufinden, woran eine Person denkt. Wenn du zum Beispiel ein Kartenspiel hast und ich würde dir jetzt denken, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich würde dir jetzt denken, denk an eine Karte. Du denkst einfach an eine Karte, okay? Du hast eine, sehr gut. Jetzt nimmst du das Pendel und wir etablieren jetzt einfach mal, dass Ja von vorne nach hinten bedeutet. Von vorne nach hinten schwingen im Pendel bedeutet Ja und im Kreis schwingen bedeutet Nein. Okay. Jetzt versuchen wir herauszufinden über das Pendel und deine unfreiwillige Idiomotorbewegung herauszufinden, an welche Karte du denkst. Merle, und bitte die Antwort nur denken, immer wieder denken. Ist die Karte, an die du gedacht hast, Ja bedeutet vor und zurück, Nein bedeutet im Kreis, ist die Karte, an die du gedacht hast, rot? Jetzt achten wir auf das Pendel. Denk bitte die Antwort. Und es geht vor und zurück. Ist die Karte rot? Ja. Sie ist wirklich rot, sehr gut. Jetzt machen wir es gleich nochmal, Ja und Nein. Ist die Karte, an die du gedacht hast, eine Karo-Karte? Denk die Antwort im Kreis. Ich weiß nicht, ob ihr... Ist wirklich im Kreis, ne? Ja. Fängt, glaube ich, an, im Kreis zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist halt Nein. Also es ist keine Karo-Karte, dementsprechend eine Herzkarte, ja? Ja. Okay. Und dann machen wir letzten Endes, hältst du die einmal fest. Und ganz kurz für das Publikum, spielst du das? Nein. Okay, perfekt. Ich zähle gleich durch die verschiedenen Kartenwerte und du wirst sehen, dass das Pendel Ja anfängt zu schwingen, sobald wir beim richtigen Kartenwert sind, hoffentlich. Achte einfach drauf, was passiert. Okay. Ass. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bube. Ist es ein Bube? Dame. Das ist mehr Bewegung. Ist es die Herzdame? Ja. Ist die Herzdame, okay, ist die Herzdame. Danke dir. Das könnt ihr zu Hause nachmachen. Ihr baut euch so ein Pendel. Wichtig dabei ist, dass die Person den Arm nicht abstützt, sodass die Idiomotorbewegung frei ausgelöst werden kann. Viel Spaß damit. Bis dann.